Ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem weiteren Reading beim Ludis Tarot und mische schon mal die Karten, während ich ein bisschen dahin brabbel. Ich heiße Nina, freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und wir sind hier in der Haus. Was geht ab? Boah, hier hat sich schon was umgedreht. Die Herrscherin, die Liebenden. Was ist hier los? Zwei Karten, die noch so rausgefallen sind, die ich jetzt noch nicht sehen kann. Das Gericht, der Wagen. Okay, wahrscheinlich nur große Arkana mal wieder. Hier geht es um die großen Dinge. Ich hatte schon irgendwie im Gefühl, dass es wie mit den Liebenden um irgendetwas geht, wo es um tiefe Beziehungen geht. Ist natürlich in erster Linie nicht notwendig romantisch gemeint, die Liebenden. Ich zeige die gleich auch und alles, aber ich kann schon mal ein bisschen anfangen zu assoziieren. Aber heute habe ich das Gefühl ganz stark. Also ich habe immer nicht so Bock auf Liebeslegungen oder Sachen, wo es um romantische Sachen geht. Aber es sind eben auch einfach Geschichten, wo wir so verdammt viel lernen. Und warum sollte man sich dagegen wehren? Außerdem ist es was, wofür wir uns in der Regel auch besonders interessieren. Ich bin einfach nur nicht dafür, ich fühle mich damit nicht gut, irgendwelche Versprechungen zu machen im Sinne von, Tarotlegung, lass dein Leben bitte niemals von Tarotlegung in irgendeiner Weise kontrollieren. Die da irgendwie davon ausgehen, dass da irgendwelche Versprechungen, die da vielleicht gemacht werden, auf jeden Fall sich einlösen. So läuft das nicht ab, vor allem nicht mit irgendwelchen allgemeinen Legungen. Aber ich glaube, es gibt auch Möglichkeiten, über Liebeslegungen auch etwas darüber zu erfahren, wie man darauf reagiert, auf mögliche Szenarien. Also man kann mit allen arbeiten, man kann mit allen Formaten arbeiten. Der Meinung bin ich schon. Die Frage ist immer, wie du damit umgehst. Das thematisiere ich ja hier rauf und runter. Aber ja, ich habe da irgendwie so ein bisschen Respekt vor, weil ich halt auch weiß, wie viele Menschen gefangen sind in so Legungen schauen, vor allem bei unglücklicher Liebe. Und ja, dann irgendwie die ganze Zeit in Fantasien geraten. Deswegen halte ich davon irgendwie auch so ein bisschen Abstand, weil das Thema einfach hier auch irgendwie vielleicht gar nicht so oft auftaucht. Also ich nehme einfach das, was kommt. Vielleicht ist das auch im Kollektiv gar nicht so mega präsent oder es ist. Aber ja, warum? Also das ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Also los geht's. Dieses Gefühl habe ich total stark schon davor gehabt. Und zwar kommt das hier jetzt auch noch. Die Liebenden. Also ich habe hier tatsächlich heute das Gefühl, dass es um eine sehr besondere Form der Begegnung, des Aufeinandertreffens geht. Eine sehr starke Verbindung, die hier auf dem Tisch liegt und die auch irgendwie mal thematisiert werden möchte. Und eine, die für sehr viel Verwirrung, aber auch für sehr viel Bewegung sorgt. Und das Erste, was kam, bevor ich hier an die Legung rangegangen bin, als ich halt noch nicht irgendwie im Kartenmodus war, aber schon versucht habe, meinen Geist ein bisschen zu entwirren von Privat-Nina oder von meinem Leben, kam plötzlich so Botschaften, das war irgendwie auch ein bisschen lustig, weil ich musste an diese Karte denken. Sind die jetzt auch hier safe? Ja, okay. Ich musste an die Liebenden denken und mir kam der Satz in den Kopf geschossen, was steht zwischen den beiden? Da siehst du einen Berg. Und was ist dieser Berg, dieser Hügel? Es ist in der Regel, in meinen Kopf kam seine Mutter, aber das kann man sich natürlich umdrehen. Es ist in der Regel die Mutterrolle, die Mutterfigur. Es ist das, was die beiden aufeinander projizieren. Das ist das, was uns natürlich auch passiert. Natürlich kann man darüber streiten, ob jetzt hier, manchmal auch irgendwie eine Vaterwunde projiziert wird. Aber ich glaube tatsächlich, dass es in der Regel bei diesen krassen Verbindungen, wo man nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht, wo man irgendwie auch obsessiv an jemanden denkt oder wo man irgendwie das Gefühl hat, wenn man aufeinander trifft, man ist gemeinsam wie in so einem uteralen Raum und plötzlich wird diese Form von Verbindungen, die uns in einen Zustand zurückbringen,
indem wir uns eins mit dem Universum fühlen. Und das ist eigentlich die Erinnerung, ich glaube zum Teil jedenfalls. Natürlich kann das auch eine spirituelle Erfahrung sein, aber ich glaube, ein Teil davon ist tatsächlich wie so ein ganz altes, archaisches Gefühl von Beschütztsein, alles ist gut. Ich bin mit allem verbunden, ich bin ja mit diesem Menschen so stark, fühle ich mich verbunden. Und das kennen wir im Grunde aus dem Uterus. Denn da ist, also wir sind eins mit dem System eines anderen Menschen. Wir sind in dem System eines anderen Menschen. Also es ist diese als, ich glaube, wonnevoll, als schön erlebte Selbstauflösung, die auch in diesen, ja, ich sag mal, als so besondere Seelenverbindungen erlebten Beziehungen, Aufeinandertreffen und sehr wilden Abenteuern in Bezug auf die Frage der Liebe und was das alles heißen kann und was man da auch alles, ich sag mal, zulässt und geschehen lässt und über sich erfahren kann. Also wozu man so in der Lage ist, auch ja, Sachen auszuhalten, zu verzeihen. Und, also ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr in irgendeiner Hinsicht ich weiß nicht, ob viele Leute so übers Kartenlegen kommen. Ich glaube, bei vielen ist es so und hier kam auch schon in den Kommentaren manchmal sowas wie Dualseelen, solche Prozesse. Und ja, es ist einfach, also ich finde es schwierig, mit diesen Klassifikationen zu arbeiten. Ich bin natürlich auch auf solche Begriffe irgendwann mal gestoßen in meinem Leben und ja, ich meine wirklich diese Sachen, wo man anfängt, im Web zu recherchieren, weil so komische Dinge passieren, so komische Verknüpfungen, so komische Verbindungen, dass man eben nicht mehr, dass das alte Vokabular nicht mehr ausreicht, womit man Beziehungen denkt, bespricht, was auch immer einschätzt. Ja, ich drücke das jetzt erstmal so grob aus, weil vieles, was da natürlich auch vermittelt wird und woran man so gerät, kann einen sehr stark in einer bestimmten Form des Umgangs damit halten, dass man darauf so krass fixiert bleibt und das halt überhaupt nicht mehr rückbindet an die Frage, passieren hier eigentlich wirklich noch Dinge, die das Ich will, also die du willst, oder willst du etwas eigentlich nicht? Also ich glaube, man trifft auf so einen Menschen und wenn es sowas ist, ja, wo man sich wirklich die Frage stellt, sind hier Seelen irgendwie komisch miteinander verknüpft? Oder was ist hier? Ist es hier anders auf jeden Fall? Ähm, und es geht viel, viel, viel tiefer sofort und also es ist ja ein bisschen, es ist absurd irgendwie alles erstmal. Du triffst auf diesen Menschen und das ist so und für den anderen ist es auch so und ihr redet auch darüber und das ist, ja, kann natürlich auch immer sein, dass man sich da täuscht und sowas, aber gehen wir mal davon aus, dass es sowas gibt, dass sowas existiert, dass man das auch nicht verleugnen muss. Ähm, Wenn man jetzt über Jahre hinweg diese ganzen Versprechungen glaubt, die einem dann zum Beispiel irgendwo im Netz begegnen, von wenn du das und das und das machst, dann kommt ihr irgendwann zusammen. Weil immer wenn du dich entwickelst, entwickelt sich auch die Seele des anderen mit und der andere ist automatisch irgendwie, also ist automatisch gespiegelt. Ich weiß, dass es solche komischen Phänomene gibt. Also ich will nicht in Abrede stellen, dass es da so überraschende Parallelitäten gibt und solche Sachen. Aber der Punkt ist, wenn du dadurch, dass du nichts anderes willst, als mit einem bestimmten Menschen dein Leben zu verbringen, weil du ihn in dir einsetzt, in deiner Geschichte einsetzt, als diese völlige Erfüllung, weil ihr euch so ähnlich seid oder weil da so viel zu passen scheint oder weil die Anziehung einfach so immens ist und du nicht irgendwie loskommst davon, an diesen Menschen zu denken, dann kann es sein, dass man diesen Punkt verpasst, um den es eigentlich dabei geht. Und das ist bei den Liebenden eben etwas auch jenseits dieser romantischen Dimension dieser Karte. Das ist Individuation. Der Witz ist, und deswegen habe ich eben seine Mutter oder deine Mutter gesagt, und die ist hier mit der Herrscherin eben auch direkt daneben gefallen.
Ich lache jetzt. Ich weiß natürlich, dass das überhaupt nicht lustig ist, wenn das passiert, aber es ist so. Ähm, Super grob und keine Gewähr, dass das stimmt, aber das ist Stand jetzt meine Einschätzung dieser Prozesse. Ähm, und das ist ganz schön, auch wenn man mit anderen Menschen im Austausch war, die irgendwie auch so Sachen erlebt haben. Und auch ein bisschen, wenn man das vergleicht mit Prozessen, wo man vielleicht eher auf was reingefallen ist, wo das sehr überzeugend gespielt wird. Also das gibt es ja auch, dass man irgendwie feststellt, okay, das ist vielleicht tatsächlich ein großer Teil irgendwie Selbsttäuschung auch gewesen oder Täuschung gewesen. Hat sich aber trotzdem stark angefühlt. Ich werde darüber nicht urteilen, weil, wie gesagt, man kennt irgendwie mehreres. So. Ähm, aber ich glaube, was passiert ist, wir Menschen in dieser Kultur mit diesem transgenerationalen Trauma und allem, was irgendwie davor war, auf jeden Fall Menschen, die jetzt irgendwie hier hören können, was ich sage. Ich denke, dass wir alle also ziemlich entfremdet sind im Laufe unseres Lebens. Also wir entfremden uns von unserem Wesenskern, von dem, was unsere tiefen Bedürfnisse sind als Mensch, als Seele. Und vielleicht verleugnen wir sogar, dass es sowas wie eine Seele gibt. So automatisiert werden wir und so ja, dissoziiert sind wir von diesen anderen Kräften, die anders sprechen, die andere Leidenschaften haben, die mit dem Leben anders interagieren wollen, als wir das lernen. Das heißt, wir sind voller Konditionierungen, auch körperlich, alleine körperlich, so viele Bewegungsmuster, dass wir zusammenzucken, sobald wir ein Schuldgefühl haben oder ja auch nur die Fantasie haben, irgendwas falsch zu machen. Diese ganzen Dinge, die uns unlebendig machen, all das, was uns vom wirklich ja freien Selbstausdruck abhält. Und dann passiert was Interessantes. Du triffst auf einen Menschen und mit dem ist das erstmal total einfach oder erscheint total einfach. Plötzlich ist es einfach irgendwie wie so, okay, hier gibt es überhaupt hier passt kein Blatt Papier dazwischen, hier gibt es überhaupt keinen Zug mehr plötzlich von sich selber zurückhalten. Zwei Menschen halten sich nicht zurück, die ja, spielen wie Welpen sozusagen auf einer seelischen Ebene miteinander. Und es fühlt sich an wie ein Wiedersehen. Es fühlt sich an wie, ja, wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Das ist doch hier vollkommen klar, also keine Fragen mehr sozusagen. Und das ist eine Zeit lang so und das ist beim Aufeinandertreffen so oder in Form des Kontaktes, die man dann miteinander etabliert. Und das Ding ist aber, dass bei beiden Menschen dieser Berg dazwischen liegt. Und das ist das, was die nicht sehen. Das liegt in deren Rücken, dieser Hügel. Die können das gar nicht sehen. Deswegen ist diese Karte eigentlich ziemlich geil, auch um das zu erklären. Was man nicht sieht, ist der Konflikt mit der Intimität zum Leben. Mit dem, was das Gefühl stiftet, und dafür steht in der Regel die Mutter. Und das heißt nicht, dass das Verhältnis zur realen Mutter, also zu der Mutter, unter der man aufwächst, nicht total zerschossen sein kann und eben voller ja, Verdrehungen und eben Komischkeiten, sage ich mal, ist trotzdem, glaube ich, durch diese Urerfahrung, dass man in dieser Gebärmutter war, die Mutter wie ein Zugangstor zur Intimität schlechthin. So, also das bleibt uns, glaube ich, als Erinnerungsspur. Und dadurch, dass wir auf einen Menschen treffen, wenn uns sowas passiert, und das muss man überhaupt nicht irgendwie krasse Seelenverbindung nennen, aber da wird es eben so deutlich, dass man darauf kommt, dass hier eine andere Ebene angetitscht wird oder angestoßen wird von Entwicklungsnotwendigkeit. Der Punkt, dass es eben plötzlich eine so krasse Intimität ohne Vorarbeit, ohne irgendwelche Fragen nach Äußerlichkeiten, wo man auch sagt, so, ey, natürlich, mein Leben verbringe ich sofort mit diesem Mensch, das kann ja nicht geiler sein. Also dass man auch zu allem Möglichen bereit ist, all diese Dinge. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass das aus irgendwelchen Gründen wieder ausgelöst wird. Ein Gefühl, das man vergessen geglaubt hatte. Und man bindet, weil es wie ein Schock ist, binden wir dieses Gefühl von plötzlich wieder auftauchender extremer Intimität mit uns selbst, mit dem Leben und mit einem anderen Menschen auch noch, an jenen bestimmten Menschen.
Und es mag sein, dass die Seelen irgendwo sich erkennen oder irgendwas da gemeinsam ist. Wie gesagt, ich habe da keine letztendliche Meinung zu, kein Urteil. Ich will nicht in Abrede stellen, dass es eben reizvoll ist, diese Phänomene damit zu erklären und dass es vielleicht auch sein kann. Ich habe keinen Einblick in diese Ebenen, auf denen man sowas entscheiden könnte. Ich kann auch nicht in irgendeine Akasha-Chronik gucken und all das nicht. Aber ähm, mir sind ein paar von den Dingen nicht fremd und sie haben sich im Laufe der Zeit ein bisschen anders gezeigt. Und ich glaube, der Punkt ist, dass das Interessante daran eigentlich Folgendes ist. Du bist gezwungen, durch deinen extrem überschwänglichen Wunsch nach Verbindung, nach Intimität, mit diesem Menschen, der aber auch eher für etwas steht, also ne, von außen betrachtet steht dieser Mensch eigentlich im Weg, so ein bisschen, oder deine Vorstellung von dem Menschen oder die Vorstellung beider Menschen voneinander, weil ich rede jetzt ein bisschen durcheinander, ich hoffe, es ist okay. Es ist halt ein sehr großes Thema, weil sie, ohne es zu merken, zum Teil nur den anderen sehen, sondern auch davon geprägt sind, dass sie eigentlich zum Teil auch ihre Mutter im anderen sehen. Und das bedeutet, dass sie ihre Mutter Konflikte aufeinander projizieren. Und wie gesagt, kann auch irgendwie ne, was mit dem Vater oder mit anderen Sachen sein, aber es ist dieser extreme Wunsch, genau von diesem Menschen so sehr gesehen zu werden, dass das so immens anders, auf einer anderen Stufe wehtut, wenn dieser Mensch einen abweist. Dass es alles hochgepegelt ist, bis zum geht nicht mehr. Diese extreme Qual, die entsteht, wenn es auseinandergeht, dass man es nicht aushalten kann, nicht mit diesem Menschen zusammen zu sein und eben dadurch, ja, wie alles an Informationen dazu haben möchte, wie man sich selber so auf die Reihe kriegen kann, dass hier irgendwas möglich wird. Oder wie man das auch nur verstehen kann, weil man dieses Gefühl hat, okay, eigentlich wollen das doch beide und irgendwie können sie nicht an diesen Punkt kommen. Sie können ja hier sich auch nicht berühren, weil da dieser Berg dazwischen steht. Und ich halte diesen Hügel für die Mutter. Und das ist ein Klassiker. Also es ist eigentlich was Ödipales. Und eben gar nicht schlimm, aber es ist, wenn man das irgendwie versteht, erklärt sich, glaube ich, auch ein Teil dieser Mischung aus Intimität, Freude und großer Qual. Es ist eigentlich der Moment, in dem du plötzlich wieder zurückgeschossen wirst in den Moment deiner Geburt. Das ist der Moment, in dem du rausgelöst wirst aus der wunderschönen, warmen Welt, aus dieser, ja, man könnte sagen, fast 100%igen Intimität, dieser fraglosen Intimität. Was nicht heißt, dass es nicht auch im Mutterleib irgendwelche Sachen gibt, die da schon konfliktuös sind. Aber ich beschreibe das jetzt mal in dieser Art von Sprache, weil ich bin auch da, also ich kann mir auch nicht rausnehmen, da irgendwie ähm, allzu viel über Entwicklungspsychologie zu wissen, aber so viel kenne ich auch aus meiner eigenen Erfahrung. Es ist immer wieder dieser Wechsel von, also als würdest du immer wieder erleben, wie du aus der schönen Welt rausgerissen wirst. Und man fürchtet das, weil man das irgendwann auch weiß. Und im Grunde prägt das die meisten unserer, vor allem Liebesbeziehungen, dass wir diesen Moment auch der Trennung natürlich fürchten und manche Menschen auch gar nicht so tief in die gemeinsame Intimität reingehen, weil sie eben diesen Moment fürchten, rausgeworfen zu werden. Und da, wo eben, denke ich, diese Seelenprozesse in Verbindung mit einem anderen Menschen und mit unerfüllter Liebe im Grunde, wo die stattfinden, wird das unmissverständlich. Und da gibt es wie kein Herumkommen darum herauszufinden, was ist da in mir, was mich so bindet, was ist da in mir, was mich immer wieder zurückzwingt in
in eine Situation von, ich muss etwas an mir verändern, um das Einzige, das denkt man ja, das Einzige möglich zu machen, was mich in diesem Leben glücklich machen kann. Und da gräbt man sich ja dann durch und man holt sich wieder irgendwie das eigene Leben zurück und man übt sich in Form der Selbstliebe, die man vorher nicht kannte, löst Konditionierungen auf, verlässt Felder, wo man nicht hingehört, steht mehr zu sich. Das sind ja die ganzen Dinge, die man auf dem Weg lernt. Und am Anfang denkt man, ich mache das, damit ich dann irgendwann mit diesen Menschen zusammen sein kann. Aber ich glaube, der Punkt, an dem das Ding sich dreht, ist, wenn dieser Mensch, für den man eine ganze Zeit lang glaubt, das zu machen, oder in Verbindung zu dem man glaubt, das zu machen, ist ja auch irgendwie schön. Und vielleicht ist es auch so, also in manchen Fällen, dass da wirklich irgendwie so Entwicklungswege auch irgendwie miteinander koordiniert sind und man, wenn man das Privileg hat, halt irgendwie auch mit dem anderen drüber sprechen kann. Ich will das nicht verleugnen. Der Punkt ist, warum ist das einem so wichtig? Vielleicht, weil man ansonsten nicht genug Anspruch hätte, es nur zu machen für sich. Wenn man denkt, okay, ich mache das, also wenn man wirklich dieses Mörchen irgendwie vor der Nase hat, von irgendwann gibt es dann die Union oder irgendwann geht das dann oder irgendwann, man kann auch ein ganz anderes Ziel nehmen. Also manche Leute lernen das über ganz andere Wege, aber hier haben wir halt sowas. Es geht um die Beziehung, es geht um die Einheit, es geht um die gelebte Liebe, die ja keine Einheit ist, sondern zwei unterschiedliche Individuen im besten Falle, die halt in der Spannung auch zueinander stehen. Nur sollte die Mutter nicht unbewusst dann zwischen den beiden wie so ein Geist stehen bleiben. Es kann halt ein Ansporn sein, den man sonst nicht gehabt hätte. Weil man ja aus irgendwelchen Gründen so entfremdet von sich ist, dass man denkt, warum sollte ich das nur für mich machen? Da gibt es Leute, die haben eher sowas wie, wenn ich das für mich mache, kann ich vielleicht irgendwie die Welt mit verändern oder sowas. Es ist, also, und der Witz ist, im Endeffekt, ja, ist es so. Also man hat, man hat eine Fantasie vor Augen und man macht etwas dafür, also man glaubt, sich darauf hinzuentwickeln und deshalb kommt man in Bewegung mit dem Wagen. Ne? Es ist eine krasse Entwicklung, die sich dann vollzieht. Man erkennt, was man wirklich denkt. Also man erkennt auch Dinge über sich, die einem schwerfallen zu akzeptieren. Man muss ehrlich zu sich selber werden. Es gibt halt keine Möglichkeit. Für all das wird einem wie ein, wird ja auch irgendwie, keine Ahnung, Spiegelpartner manchmal genannt, ein Mensch zur Verfügung gestellt vom Leben, wo man sich irgendwie so ein bisschen doch auch dran festhalten kann, der wie so ein Geländer für einen ist. Füreinander sind die Leute vielleicht auch ein Geländer. Ich weiß es nicht, aber man sieht, man lernt, man geht mehr mit diesem Wissen um, dass es einfach Dinge gibt, also die einem nicht genug sind. Es reicht einem nicht aus, das alte Spiel zu spielen, im alten Leben zu bleiben. Es genügt nicht, in den alten Verhaltensweisen zu verharren und in den, also wovon man dachte, dass man in der Lage wäre, sich damit zufrieden zu geben, bevor man beispielsweise diesen Menschen trifft oder diese Nahtoderfahrung hat oder was auch immer erlebt, was plötzlich einem klar macht, Moment, im Leben ist mehr drin. Das wird gesehen. Das ist wie so eine Referenzerfahrung von, boah, das geht auch, man kann so leben. Solche Fähigkeiten habe ich. Ich kann so lebendig sein, ich kann so ungebremst sein, ich kann auch alle möglichen Seiten von mir zeigen. Und das nimmt mir jemand vielleicht nicht übel, zumindest nicht im ersten Moment. Das ist krass, also das kann hier sein, dann will ich auch mehr. Also diese Dinge, das wird in Gang gebracht. Du machst dich auf die Suche nach deinem Leben. Das ist der Kern der Liebenden, dieser Karte. Um was geht es für dich wirklich? Das ist das eigentliche Wiedertreffen. So. Und man
sieht das aber, man projiziert das auf den anderen Menschen. Man denkt, dieser andere Mensch ist das, mein Weg, der muss dahin führen. Aber eigentlich ist das wie so eine, da winkt was und du siehst nicht wirklich diesen Menschen, aber du siehst deinen größten Wunsch. So. Das ist dieses Gefühl von, ich sehe mich selbst im anderen, diese Wiederverbindung von Bewusstsein. Ein Gefühl, das wir eigentlich kennen. Dieses ozeanische Gefühl, das kennen wir aus der Gebärmutter, aus dem Mutterleib. Und das Gefühl können wir auch anders erleben. Also nicht nur mit diesem Menschen und nicht nur im Mutterleib, also können wir auch nicht wieder hin zurück. Auch dieses Gefühl, bedingungslos da sein zu können, geliebt sein zu können. Das ist das, was sich dann auch in dem ozeanischen Gefühl einfach so freischalten kann. Du gehst im Wald spazieren, plötzlich hast du das Gefühl, krass, ich merke, wovon ich umgeben bin und ich bin hier eins mit dieser Welt. Wenn du im Flow bist, keine Ahnung, wenn du Musik hörst, wenn du mit Menschen zu tun hast und plötzlich merkst, okay, hier gibt es gar kein Kalkulieren mehr, kein Taktieren mehr. Hier laufen die Dinge einfach irgendwie miteinander. Das Gefühl von Vertrauen, das Gefühl von Vertrautheit, das kann sich freischalten durch verschiedene Situationen. Und es ist auch das Gefühl, wie das eine höhere Kraft einen umgibt oder ganze Gruppen von Menschen umgibt. Und wo erleben wir das noch? Ja, natürlich auch irgendwie in der sexuellen Ekstase kann das erlebt werden. In vielen Situationen, in denen wir für einen Moment vergessen, was wir uns für eine Silhouette gegeben haben. Das bin ich bin so alt, habe die Ausbildung gemacht, habe das und das gelernt, lebe da, das ist mein Name. Wir vergessen unseren Namen, wir vergessen teilweise unsere Biografie, Zugehörigkeiten fallen einfach weg, es zählt in den Momenten gar nicht. Sondern es ist dieses Gefühl von, das Bewusstsein verschmilzt wieder. Es wird plötzlich deutlich, dass wirklich alles eins ist. Also das ist es die ganze Zeit, aber für einen Moment ist diese Membran weg, die einen davon trennt. Diese kleine Hülle, diese Seifenblase, die man eben für das höchstpersönliche Leben hält, wo man immer dafür kämpft, dass die aufrechterhalten bleibt. Das, was uns das Gefühl von Kontrolle gibt. Und auch das hat, glaube ich, etwas mit der Frage zu tun, dass wir mit unserer Mutter, die vielleicht den Zugang zur Intimität, weil das ist es im Grunde, intim zu werden mit dem Leben, den ganzen Kontakt mit dem Leben zu haben und dann wird diese Grenze spürbar, dann fängt das an zu vibrieren und du bist in Resonanz mit allem Möglichen. Da an dieser Stelle liegen ganz viele Wunden und ganz viele Konflikte. Und natürlich ergibt das Sinn, die irgendwie zu bearbeiten, mit denen zu arbeiten, sich die klar zu machen und auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, das zu erkennen und vor sich benennen zu können und innerlich einen anderen Umgang, eine andere Verantwortung damit zu lernen und es vielleicht auch ausdrücken zu können, also es auch denken zu können, es ins Bewusstsein zu holen, um damit dann arbeiten zu können. Ja. Und um auch diese Spannungen, diese Konflikte, Konkurrenzkämpfe, Eifersucht höre ich gerade auch ganz stark. Mit diesen Themen kommt man halt zum Beispiel auf diesen Seelenverbindungswegen, Spiegelpartnerschaft, Entwicklungspartnerschaft, keine Ahnung. Nenn es, wie du magst. Das will ich niemandem ausreden und ich werde es auch niemandem aufdrängen. Wie man das zu nennen hat und welches Konzept man da irgendwie anlegt und was einem da hilft. Was einen aber auch manchmal einsperren kann. Also das kenne ich auch. Und den Blick vernebeln kann. Jedenfalls zu gewissen Phasen. Es gibt kein Vorbeikommen daran. Und deswegen ist, wenn die Liebenden fällt, ist nicht alles ist geil und wohlgefallen, sondern es ist okay, jetzt geht's richtig zur Sache. Auf diesem Weg wird sich die Frage stellen. Da wird das alles auftauchen.
da wird auch das auftauchen, wo man merkt, okay, das ist immer zu wenig gewesen. Wo kommt eigentlich mein Gefühl von Mangel her? So, ich hatte eine kurze erzwungene Pause durch die Technik, habe meinen Schluckauf, der spontan aufgetreten ist, erfolgreich überwunden und komme jetzt zurück ins Thema. Also, woher kommt eigentlich das Gefühl, für irgendwas zu wenig zu sein, diese Ängste, verlassen zu werden oder auch diese Frage, wann muss ich selbst verlassen, dass die ständig irgendwie im Raum steht. Ich kenne eure Geschichten nicht, diese Wege sind total individuell und ich glaube, darum geht es am Ende des Tages, dass man Wege findet aus einem kulturell überall vorhandenen Irrtum, aus einem biografischen Irrtum, aus einem Labyrinth, das entstanden ist. Und wie gesagt, das muss halt nicht romantisch sein. Also es muss nicht der Wunsch sein, der einen so anzieht und der einen da irgendwie auch durchträgt und zu Selbstreflexionen, Prozessen, Bereitschaft in sich zu suchen, all diesen Dingen antreibt, wie es vielleicht irgendwie etwas, was ein geringerer Wunsch wäre oder was einem nicht so wichtig ist, woran man nicht so hängen würde, nicht in der Lage wäre, in einem auszulösen, die Kräfte, die es freisetzt. Der interessante Punkt ist aber, dass einen auf eine Weise auch diese Vorstellung davon, dieses gemeinsame Leben oder was auch immer man sich ausmalt, dieser Mensch, den man irgendwie vielleicht auch innerlich ein bisschen für heilig erklärt oder den man eine ganze Menge durchgehen lässt, weil man eben nicht anders kann als diese Verbindung irgendwie oder wenn man glaubt, nicht anders zu können, als diese Verbindung zu wünschen und zu wollen, ähm, dass man auch diese Vorstellung irgendwann verlässt. Und ich glaube, das habe ich eben schon mal gesagt, ich glaube, eine krasse Etappe ist durchschritten, wenn dieser Mensch keine Sonderrechte mehr hat bei dir. Wenn alle Menschen im Grunde, also wenn du jeden Kontakt nicht danach bewertest, welche Bedeutung hat dieser Mensch für mich in meinem Kopf, weil ich ihm irgendeinen Titel verleihe oder einen Namen gebe, so wie eben unsere Eltern für uns eine ganze Zeit lang und auch unbewusst weiter häufig durch unsere Psychen geistern, als besondere Posten, als Menschen, die eben Sonderrechte haben, egal wie sie sich verhalten. Man löst sich halt nicht, weil es nun mal zum Beispiel Familie ist. Auch das löst sich auf solchen Wegen häufig auf, diese Bindung an das, wovon man denkt, dass das unzerstörbare Beziehungen wären. Aber vielleicht sind es keine guten Beziehungen. Hier ist auch in letzter Zeit häufig oder immer wieder von Menschen auch gesagt worden, ich habe mich getraut, meine Familie zum Beispiel zu verlassen. Ein Riesentabu in unserer Gesellschaft. Was das für Hintergründe hat, warum wir sowas nicht haben, wie zum Beispiel eine Initiation oder der Abstand von den Generationen, der in vielen anderen Völkern oder Kulturen praktiziert wird, also als wirklich Trennung vom Stamm oder Trennung von den Eltern, auch gefeiert wird und integriert ist in die Kultur, das ist in unserer Kultur nicht so. Wir kleben ja als Generation in der Regel aneinander und ich glaube, da sind viele Verdrehungen. Und auf diesen Wegen ist meine Erfahrung, also ist meine Erfahrung, aber ist auch die Erfahrung im Gespräch mit anderen oder so von dem, was man wahrnimmt, dass auch diese Bindungen mitreflektiert werden und die Bindungen zu anderen Menschen, die Projektionen auf irgendwelche Vorhaben oder auf Selbstvorstellungen. Das sind Sachen, die durch diese extrem starke, ich sage jetzt einfach mal Liebeserfahrung und diese als anders empfundene Verbindung, wie plötzlich in ein anderes Licht gerückt sind. Und dann ist es halt, also natürlich extrem viel entfacht. Da, da kommt wieder Leben sozusagen in das innere Haus. So. Und das hat eine Wirkung. Das lässt uns nicht kalt. Ein Mensch, der uns nicht kalt lässt. Spannend. Ja, hier ist auch nochmal unter den König der Stäbe was gefallen. Und das ist die 6 der Stäbe, die 2 der Kelche. Ah, okay, ich soll sie richtig rumdrehen. Und die 8 der Stäbe. Ich habe sie eben intuitiv irgendwie andersrum genommen. Aber gut, vielleicht heißt das hier auch irgendwie was. Die 8 der Stäbe. Mein Gott, jetzt bin ich kurz ein bisschen verwirrt. Kurz ordnen, die Synapsen. Hab Geduld.
Ihr könnt euch jetzt so ein Ladebalken oder so ein Ladesymbol vorstellen. Da gibt es so ein Meme mit so einer Katze, was dieses Lade-Emoji ist. Ähm, ja, dieses Hochgefühl, dieses Gefühl, oben auf zu sein, es gibt eine besondere Qualität, die man in jener Beziehung, auf die man in jener Beziehung vielleicht besonders gestoßen wird. Diese besondere Form der Kommunikation, die vielleicht manchmal auch fraglos erscheinende Kommunikation und die Kommunikation über verschiedene Ebenen hinweg. Das Gefühl, also das macht dieses Abgefahrene aus. Das ist man einfach nicht gewohnt. Und jetzt ist aber der Witz. Ich möchte dazu noch mehr Karten. Wir ordnen das dem zu. Ich persönlich glaube, dass es darum, dass das, was da auch passieren könnte, eine andere Theorie ist, zwei Menschen begegnen einander in einer merkwürdigen Offenheit füreinander, auch in einer Unerklärlichkeit, woher diese Offenheit eigentlich kommen soll, wenn man einander vielleicht nicht lange kennt oder irgendwie viele Konflikte hatte oder sich immer wieder auch begegnen kann, so. Ich glaube, diese Art von Kommunikation, die da stattfindet, die so extrem erfüllend ist und so extrem besonders sich anfühlt oder auch ist, ne? Wie gesagt, ich will das nicht kleinreden und gleichzeitig will ich es nicht aufpusten, um hier irgendwelche, ja, weil ich glaube, das weckt Begehrlichkeiten, wo es für manche Menschen auch vielleicht gerade eher Phase ist, sowas nicht zu sehr im Kopf die alte Geschichte aufzupusten sozusagen und das mal nüchterner zu betrachten. Das sind alles Dinge, die ja auch vorkommen und die auch genauso wichtig sind. Das meinte ich eben mit, der Mensch hat keine Sonderrechte oder man beurteilt die Dinge plötzlich auch mal anders, dass man nicht vergisst, dass man als Ich auch Bedürfnisse hat. Ne? Du darfst keine Erwartungen haben und das ist irgendwie eine andere Stufe und du musst bedingungslos lieben und sowas. Ja, natürlich kann man bedingungslos lieben, aber das heißt nicht, dass es automatisch irgendwie besonders spirituell und besonders gesund wäre, die Ich-Grenzen aufzugeben, das Ich plötzlich aufzulösen. Also ja klar, das ist das ist eine Sache, die sehr verfolgt wird in der spirituellen Szene und die mit Erleuchtung verbunden wird und sowas. Und ja, es gibt diese Phasen, oder es gibt diese Momente oder vielleicht ist es auch irgendwie ein besonderes Ziel. Aber ich glaube, an der Stelle, ähm, wo das so ein immenser Wunsch ist oder wo man das verknüpft mit einem anderen Wunsch, mit einem anderen Ziel, was man dahinter vermutet, Glückseligkeit, diese besondere Beziehung, dass die dann endlich möglich ist, wenn beide ihr Ich aufgelöst haben, die sorgt dafür, dass man Kämpfe, die eigentlich da wären, nicht ausfechtet, sich vielleicht unbewusst anpasst an irgendwas oder zu viel durchgehen lässt, wenn man das Gefühl hat, okay, ich muss dem Menschen irgendwie alles verzeihen oder der muss mir alles verzeihen oder so. Man darf nicht gehen irgendwie, man kommt eh nicht voneinander los. Doch, man kommt voneinander los, natürlich. Am Ende des Tages sind auch diese zwei also einander so schön gegenüberstehenden Menschen auch nur Menschen. Und auch wir in diesen Prozessen oder du in diesem Prozess und der andere Mensch ist genauso ein Mensch, aber zugleich eben. Und das fand ich hier interessant in der Kombi. Zugleich haben wir als Menschen auch, so geht's, die Möglichkeit, uns, während wir aufeinander treffen, so krass zu öffnen, dass wir uns auch für mehr öffnen. Dass wir uns dafür öffnen, dass wir im Grunde ein Spiegel nicht nur voneinander sind, sondern des Kosmos. Dass sich der Kosmos in uns vollzieht. Du redest nicht mit dem Universum, wie du irgendwie mit einer externen Stelle redest. Das ist keine Telefonstelle, wo man irgendwie, oder wie IT, irgendwie nach Hause telefonieren. Ein bisschen kommt es einem manchmal so vor, aber der Witz ist, du bist Teil davon. Du hast einen Sender und einen Empfänger und all das, also du hast das ganze Zeug in dir. Und plötzlich wird klar, dass dieses In und Außen, dass das auf eine Weise eine sehr gute, eine sehr überzeugende Illusion war.
Und es wird irgendwie ausgelöst durch diese Begegnung vielleicht oder durch Sachen, die in dieser Verbindung passieren. Aber im Grunde ist das etwas, das die ganze Zeit da ist. Und das ist dieses Überraschende, dieses, ach krass, das war die ganze Zeit da und das ist ein schönes Gefühl. Auch wenn man das leben kann, ist das natürlich was total Schönes. Aber es wird ab irgendeinem Punkt nicht mehr so wichtig, ob dieser Mensch das auch, ob dieser Mensch das mit einem teilt. So, ob der das gerade kann oder nicht kann. Ich glaube, dann kommt auch dieses Ding ins Spiel und vielleicht ist das hier gerade für irgendwelche Leute eher so eine Reflexion. Und für manche Leute vielleicht auch gar nicht hilfreich oder sowas. Ne? Also wie gesagt, das muss für euch nicht gelten. Das ist kann ein sehr schwieriges Thema sein. Fühlt sich für mich auf jeden Fall nicht so leicht an, darauf einzugehen. Aber ja, die Karten zeigen das hier gerade einfach für mich so überdeutlich. Das Krasse ist halt, dass du nicht ein rein spirituelles oder erleuchtetes Wesen sein musst. Du musst dich nicht mehr inszenieren, das ist der Punkt. Du kannst alles zugleich sein. Du bist ein Mensch, wenn du willst, darfst du mal ein Trottel sein. Du kannst deine Laster haben. Du kannst etwas nicht sehen. Du kannst stumpfe Sachen machen. Du kannst Reality-TV gucken oder Kartenlegungen oder es lassen. Du kannst besondere Dinge machen. Du kannst unbesondere Dinge machen. Du kannst mit diesem Menschen weiter in Kontakt sein wollen. Du kannst versuchen, es zu sein. Du kannst gucken, was dabei herauskommt. Es kann sich annähern, es kann auseinander sein, es kann alles Mögliche sein. Das Glücklichsein ist nicht mehr davon abhängig, dass etwas ganz Bestimmtes eintritt. Und das ist das, was mit der Individuation einen anderen, also deine Energie, deine Aufmerksamkeit, räumt den inneren Kosmos auf oder möchte sich um den kümmern. Ja, der Effekt ist schon, und das ist immer wieder zu beobachten, dass sich auch im eigenen Leben oder in der Außenwelt plötzlich schöne Dinge zeigen, dass auch da sich Dinge klären. Ich kann es nicht erklären, was es ist. Ich zwinge mich da nicht auf ein Konzept, aber es ist schön, vieles zur Verfügung zu haben, was man dann heranziehen kann und sagen kann, okay, das könnte das sein. Ja, den Effekt gibt es, aber trotzdem bleibt es nicht der Fokus deiner Aufmerksamkeit, weil das einen wieder in so eine Konditionierung bringen könnte von, wenn ich es hier richtig mache, dann ist es da außen auch gut. Und wenn da außen was irgendwie schief geht oder wenn meine, keine Ahnung, Dualseele mich nicht anruft oder wenn der Problem hat, dann muss ich irgendwas falsch gemacht haben. Und das meine ich, dass diese Konzepte selbst können toxisch werden. Weißt du, diese Konzepte selbst können genauso binden, wie unsere Konditionierung uns gebunden haben, wie der Versuch halt unsere Eltern glücklich zu machen, unsere Lehrerinnen und Lehrer, unsere Freunde, die Gesellschaft, wen auch immer. Die Leute, von denen wir denken, dass wir sie zufriedenstellen müssen. Unser Selbst, unser rigides Über-Ich, keine Ahnung, welche Instanzen da alle denkbar sind. Und dann machen wir uns wieder klein. Ne? Also die Identifikation mit beispielsweise dem Dualseelenweg oder Zwillingsflammenweg oder was auch immer. Also ich sag mal Dualseelenweg, ich glaube, das ist hier gängiger. Die kann dazu führen, dass man sich daran halt plötzlich bindet und dass man da alles richtig machen will. Und das ist nicht Sinn der Sache. Darum geht es nicht. Es geht darum, im Grunde wieder auch ich sag mal, diese Zufriedenheit als ungeschliffener Mensch zu erleben. Denn das ist das, was es ursprünglich zündet. Das ist dieses krass, ich werde hier so genommen, wie ich bin. Ich muss gar nicht posen. So, ich muss nicht meine Erscheinung frisieren, ich muss gar nichts machen, es fühlt sich einfach gut an. Das ist es, darum geht's. Und darum ist es immer gegangen. Deswegen ist das Thema im Grunde auch egal, was einen dahin leitet. Aber man kommt durch diese ganzen, also der Witz ist, es funktioniert nicht. Auf diesem Weg funktioniert es nicht, sich zu verbessern. Egal, was du tust, egal, wie viele Spiegelübungen du machst, egal, wie viel du meditierst, egal, wie viel du machst. Es klappt nicht. Du kannst nichts kontrollieren daran. Du musst dich dem hingeben, dass das Leben von dir nie gewollt hat, dass du dich irgendwie verbesserst oder dass du auf irgendeine Weise einem Bild genügst.
Das ist komplette Kulturkonstruktion. Und wenn das abfällt oder auf eine Weise sich zumindest runter reduziert, dass auch die anderen Ebenen gleichzeitig auch deutlich werden, dann hast du plötzlich einen inneren Ausgleich. Und das ist eine Art Osmose. Die Spannung zum Außen, zu anderen, zu den Umständen ist nicht mehr so riesig. Es ist nicht mehr dieses Gefühl, ich bin nur glücklich, wenn das passiert, ich bin nur sicher, wenn irgendwie die ganze Welt sich um mich herum und meine Bedürfnisse organisiert. All das, du wirst einfach stärker. Du füllst dich von innen aus, weil du dich aufhörst, weil du immer mehr sukzessive, immer mehr aufhörst, dich von außen zu begrenzen. Du dehnst dich aus, deine Energie dehnt sich aus. Und die sprengt manchmal Rahmen. Manchmal kannst du sie auch steuern oder sie hält sich im Zaum. Manchmal kriegt man einen Egoanfall und was auch immer. Und es ist halt alles nicht schlimm. Alles, was du lernst oder was du über dich erfährst, was du irgendeinem Menschen verzeihen kannst, weil du darin irgendwie deine Dualseele siehst oder weil du das Gefühl hast, der ist ja ich oder das ist, also und das ist wirklich so eine krasse Verbindung. Du willst das so sehr, dass du verdammt viele Dinge auch in der Lage bist zu überleben und deine Liebe nicht aufhört. Diese Erfahrung. Und die kann sehr real sein. Also die ist, glaube ich, auch real auf eine Art. Manchmal verwechselt man Liebe mit Wohlwollen. Also das fächert sich ja auch irgendwie nochmal auf. Aber der Punkt ist, du lernst auch krass, wenn ich so einem Menschen alles verzeihen kann, so einem dahergelaufenen Seelenpartner oder Seelenpartnerin, und das soll ja angeblich ich sein eigentlich, warum kann ich mir dann nicht auch die Dinge verzeihen, von denen ich denke, ich muss sie besser machen, ich muss sie verbessern, ich muss sie korrigieren. Und das ist dieser Punkt, wenn man plötzlich merkt, boah, es ist viel interessanter, herauszufinden, wie kann ich noch ehrlicher zu mir selber sein. Ich habe doch jetzt die Erfahrung ein paar Mal gemacht, dass das echt zu Gutem führt und dass das geht und dass man es überlebt, auch wenn es schwer ist und schmerzhaft ist und man das Gefühl hat, man muss halt durch sein ganzes Trauma wieder durch und es ist unfair und man kann nichts dafür und man wird vom Leben gegriffen und plötzlich kann man nichts mehr dagegen machen. Man kann nicht mehr in sein altes Leben zurück. Aber man merkt plötzlich, krass, da ist so viel Macht, da ist so viel Kraft drin, sich mehr dafür zu interessieren, ob man sich irgendwo noch selber bescheißt und ob man das noch rausfinden kann und ob man das noch glätten kann, anstatt die Außenwirkungen zu glätten. Dein Leben wird anders. Es gibt keine Möglichkeit, als dass es anders wird. Menschen reagieren anders auf dich. Es kann auch sein, dass du dich von sehr vielen Menschen entfremdest oder dass du Menschen Angst machst. Weil je krasser du dich ausdehnst, je mehr du dich vertiefst, je mehr du wirklich tiefer wirst, desto mehr Tiefen werden in den anderen auch in Bewegung gebracht. Und das kann Menschen nervös machen. Das heißt, es hat auch was Einsames, in diese Art von Kraft zu finden, mit diesen Kräften vertraut zu werden. Das muss man auch nicht leugnen. Aber das ist Individuation. Es ist auch das Anerkennen, dass wir in unserem Boot alleine sitzen. In dem Ich sind wir alleine. Die Welt, die wir sehen, sehen nur wir. Die Welt, die du siehst, siehst nur du. Und die Welt, die ich sehe, sehe nur ich. Und auch wenn man da vielleicht irgendwie auf einen Menschen trifft, wo man das Gefühl hat, boah, hier wird ganz schön viel ähnlich gesehen oder der erlebt ganz viel ähnlichen abgefahrenen Kram. Es wird niemals darum gehen, diesen gemeinsamen, also in einem gemeinsamen Kosmos zu verschmelzen. Dafür sind wir nicht Menschen. Aber ein Teil von uns hat Zugang dazu und das ist was Schönes, was Erhebendes und auch was ein Ausgleich. Denn dieses Individuation ist was Schmerzvolles, zu wissen, dass man, also es ist eben beides. Wir sind auf einer Ebene ständig in einem großen gemeinsamen Bewusstsein und das ist mega interessant herauszufinden, wie kann man sich daran erinnern. Bewusstsein will sich irgendwie aneinander erinnern, guckt halt durch die Augen von zwei Menschen, die sich gegenüberstehen, sich selbst an, redet mit sich selbst und wir erleben das halt als total abgefahrene Situation. Und das ist schön, es ist ein Genuss.
Aber wer sagt, dass es auch, also dass es notwendig falsch sein muss, dass auch diese Elemente wieder ähm, quasi in ihre Kapseln zurückfinden und halt woanders hinreisen. Einfach zum Reisen, zum sich bewegen, Einheiten bilden. Ich sag jetzt nicht Monaden, weil die Fenster los sind, aber es ist nur dieses, dass du doch auch ein eigenes, abgeschlossenes und auch vollständiges ganzes System bist, ähm, was dir ermöglicht, dieses Ganze, dieses Große, dieses Gewabere von außen zu sehen. Ich, also diese Thematik von Individuation, von sich auch absondern, aus der Ursuppe sozusagen, oder von der Familie, oder von Gruppen, oder von der Kultur, was durch die Initiation geschieht, ist wie bei einer Lavalampe, wenn ein Tropfen sich löst. Ähm, also ich konnte das mal mit jemandem beim Betrachten einer Lavalampe besprechen und da wurde es so sichtbar. Da gibt es dieses Phänomen, diese Tropfen lösen sich aus dieser großen, aus diesem, aus dieser Substanz, wandern hoch oder runter und verbinden sich da wieder mit der Substanz, die oben ist. Und das passiert die ganze Zeit. Und ich glaube, zum Wandern, zum Bewegen zwischen diesen Sphären müssen wir in eine Art Raumkapsel steigen. Und jetzt muss ich an David Bowie denken. Ground Control to Major Tom. Den denke ich an. Könnte vielleicht passen, gerade zu diesem Thema. Es ist schwer, das zu bündeln, weil es ich glaube, es ist das Hauptthema des Menschen, die Individuation. Das Erkennen, dass man Individuum ist und sich quasi immer wieder neu gebiert als das. Dieses, oh Gott, ich bin komplett einsam und allein und durch die Einsamkeit geht, deswegen ist der Eremit so eine schöne Karte. Der Eremit ist nicht eine Sache, die man einmal abschließt, sondern wir bleiben das in gewisser Hinsicht auch immer. Und zugleich, nicht nur, zugleich sind wir gerade als Menschen unglaublich begabt darin, mit allen möglichen Sprachen zu versuchen, uns zu verbinden und es auch irgendwie zu schaffen, diese Momente von Flow miteinander zu generieren, obwohl wir auch so viel Angst voreinander haben. Ich finde es immer wahnwitzig. Der Mensch ist natürlich völlig verrückt und durchgedreht und kaputter denn je und auch vielleicht entfremdeter denn je. Und auf der anderen Seite ist gleichzeitig das Gegenteil auch da und sichtbar und erlebbar. Und das sind eben diese besonderen Begegnungen. Das müssen halt nicht diese Partnerschaften sein, das können auch andere Menschen sein, mit denen man dieses Erleben plötzlich hat, von okay, hier ist alles klar gerade. Das ist möglich. Es muss nicht allgegenwärtig sein, das muss es nicht, aber es kann uns auf etwas hinweisen, nämlich dass wir verdammt friedensfähig sind. Wir können uns auf eine Weise miteinander bewegen, die nicht bedeuten muss, dass wir uns bekämpfen, weil hinter diesem Bekämpfen eine unfassbare Sehnsucht nach Kontakt ist, nach Intimität, die man nicht anders ausdrücken kann. Und deswegen ist bei dieser Art von Individuationsreise, die wirklich herausfordernd ist, einer der krassesten Formen von Outcome, also da, wo du landest oder wo du dich irgendwie plötzlich wieder drin vorfindest, eine extrem verfeinerte Sprache mit dem Leben, mit dir selbst und mit anderen Menschen. Du verhältst dich anders dazu, weil du diese anderen Ebenen hören und sehen kannst. Du weißt, was das bedeutet, wie im Wahn zu sein in Bezug auf Kontakt. Du kennst diesen Schmerz, du arbeitest den durch, du lernst diesen Teil von dir kennen, so, den die meisten Menschen fürchten und trotzdem irgendwie begehren. Das ist krass, das ist eine krasse Kapazität. So, und das braucht verdammt viel Mut. Und es hat extrem viele Auswirkungen, wie du hier auf dieser Welt wirkst. Und ich glaube, wenn du an dieser Ebene bist, muss das nicht heißen, dass du nicht trotzdem manchmal Sehnsucht oder manchmal an Menschen denkst oder sich das wünscht oder vielleicht sogar geht. Ich habe keine Ahnung. Das ist nicht der Punkt, über den ich hier sprechen will. Ich will darüber sprechen, dass du eine Entwicklung durchmachst, zu der der Mensch fähig ist und ja, weißt du, wie die Baumkrone sich öffnet, öffnest du dich eben auch für
für alle möglichen Sphären und Dimensionen von Existenz. Und ich weiß nicht, wie viele es da noch alles gibt und was man da alles noch erfahren kann. Und zugleich verwurzelst du dich im Boden. Du wirst total real und gleichzeitig geht dein Bewusstsein auf. Und das ist, wo ich denke, dass wir als Menschen halt mehr den Bäumen ähnlich sind als den Affen. Also die Affen natürlich auf den Bäumen, aber dass unser Bewusstsein im Grunde das ein bisschen imitiert. Und deswegen ist dieser Weg, wenn du dich darin wiederfindest, durch welchen Anlass oder Trigger auch immer, einer, der eine extrem krasse Tiefe hat. Und das ist im Grunde das, was mit den Liebenden sich immer wieder auch als Frage vielleicht stellt. Bist du noch auf diesem fundamentalen Weg, auf dem sich deine Seele wiederfindet und du lernst, die Kamera hat sich jetzt verabschiedet. Ich spreche die letzten Worte so rein, das kennt ihr schon. Ist auch manchmal ein bisschen intimer. Und es sagt auch natürlich was über die Endlichkeit des Menschen aus, aber das wollen wir nicht heute auch noch streifen, weil sonst dauert das hier mehrere Tage, dieses Reading. Die Kommunikation mit deiner Seele, die dich durch jede Situation leiten kann. Das ist das, was sich verfeinert und veredelt. Und deine Seele, die du in dir ausfindig machst und verspürst und hörst, hat tatsächlich auf einer Ebene keinen Unterschied zu allen anderen Seelenbruchstücken, die hier sozusagen wie ein großes Mosaik miteinander tanzen oder wie ein Gefäß, das vergessen hat, dass es ein ganzes Gefäß eigentlich ist. Weil es diese Lücken fürchtet. Und Wege, also sich daran zu erinnern, dass wir über die Seele ständig in Kontakt sind, das ist ein Teil dessen, was diese Individuationsreise, die das menschliche Leben halt ist, die es weitaus erträglicher macht und die uns eben zu den besonderen Wesen macht, die wir sein können. Und deshalb bedanke ich mich auch nochmal bei dir, wenn du hiermit in Resonanz gegangen bist oder gehst, dass du dich das traust, dass du diesen Mut hast, abseits all dieser Erzählungen von so muss ein Leben erfolgreich laufen und verschwende nicht deine Zeit mit so Hokuspokus oder so einem Kram. Es ist mutig, sich trotz all diesen anderen Anweisungen auf den Weg zu machen und diesem Impuls zu folgen, dem eigenen Seelenruf tatsächlich zu folgen, auch wenn man eben nicht wissen kann, wohin er einen führt. Und deshalb auch da nochmal ziehe ich meinen Hut und danke dir für deine Furchtlosigkeit. Mach es gut. Bis bald. Ciao.